10th, 06, 2016, meeting in no man's land, and I'm interviewing Rainer and Alun. Okay, and action, and start when you want. Ja, Ellen, es ist schön, dass wir uns hier treffen. Und wir haben ja ein interessantes, spannendes Thema, was uns beschäftigt zurzeit, der Erste Weltkrieg. Und das ist ja auch etwas Tragisches, was mal passiert ist, was uns bis heute verbindet, auch von der Aufgabe her, das zu bewältigen oder darüber zu sprechen. Alan, it's great to meet you here to talk about something that's tragic, but that we have this opportunity to discuss things with each other. Yes, I'm looking forward to it. Yes. Ich beginne ganz vorne, obwohl ich erzähle, ich bin geboren am 6. August 1938. Meine Mutter ist geboren am 30. März 1902 und sie hat, als sie 12 Jahre alt war, von ihrem Lieblingsonkel ein Tagebuch bekommen, ein leeres Tagebuch, und meine Mutter hat sich gefreut und hat das aber abgelegt im Regal, und ein Vierteljahr später begann der Erste Weltkrieg, also 1914. So, I was born in 1938, just to give you some background, and my mother was born in 1902. And she, as a 12-year-old, she got from her favorite uncle a diary. And it was put on a shelf in the house, and 6 months later, the war began. Und sie hat sofort begonnen, darüber zu schreiben. Und das Schicksal hat es so gedacht oder ist so eingetreten, dass nach 3 Monaten der Lieblingsonkel schon umgekommen ist in Frankreich, in der Nähe von Perron. So, as fate would have it, the gift that she got as a diary, which was an empty diary, just a journal, she started to write about the war because 3 months after the war started, her favorite uncle fell in France. And what is the name of your mother and what is the name of your uncle? Her uncle, ja, sorry. Name von meiner Mutter ist Marianne Rolfs. Sie ist eine geborene Rolfs. Und der Onkel war der Onkel Adolf Riedl. Und er war ein begabter Geologe, auch in München. A famous geologist. Right. Ein sehr sympathischer Mensch. Also ich habe die Fotos zu Hause, und yes. Meine Mutter war 12 und er war, glaube ich, um die 23, also ein junger Onkel, aber sie hat 2 Tanten gehabt und 2 Onkel, aber das war die Kontaktperson. So she had actually 2 aunts and 2 uncles, but he was only 23, and so they were close to each other, and so that was her favorite uncle. Mm. Ja, also wenn ich bloß mal das Tagebuch nur zeigen darf, weil es ist so umfangreich. This is the diary. Und ich habe auch schon
daraus vorgelesen. Aber es ist sehr umfangreich, aber man kann auch drüber reden. Das war meine Mutter. Ich habe das Glück gehabt, dass ich vor einem guten Jahr ein Foto gefunden habe von 1914. Das steht auch hier gedruckt. Yes. Sie ist aufgewachsen in Bückeburg in Norddeutschland, Niedersachsen. So she was actually raised in Bückeberg, which is in northern Saxony, in Upper Germany. And I was very lucky to have found this picture. It was taken in 1914 when she was 12. And is this a school uniform or Sunday best clothes? Trägt sie eine Uniform aus der Schule oder war das so ein Sonntagskleid? Ja, die Frage ist berechtigt. Ich habe mir da noch nie genau Gedanken gemacht. Also ich habe gedacht, das ist ein Sonntagskleid vielleicht. I've given some thought to this, and it's a good question, but I don't really know. I think it's a Sunday best. Mm. It's beautiful. Ich darf vielleicht dazu sagen, dass ganz eigenartig die Geschichte von früher. Als meine Mutter ist geboren in Bonn, ihr Vater war Julius Rolfs, er war ein hervorragender Jugendstilarchitekt, hat bedeutende Häuser gebaut in Bonn, auch für die Regierung später. Und ganz eigenartig, dass meine Großmutter und mein Großvater haben sich nach der Geburt meiner Mutter, vielleicht 2 Jahre später, eine Schwester war noch da, eine 2 Jahre ältere, haben sich die getrennt, was eigentlich außergewöhnlich war, also auch von den 2 Persönlichkeiten her. So, my mother maiden name was Rolfs, and her father was a very famous architect of the Belle Epoque era. So he designed many of the buildings in Berlin and elsewhere. And when she was 4 Jahre alt, als sie 4 Jahre alt sind die geschieden? Die Großeltern? Sie war vielleicht 2 Jahre alt, okay. Aber das war 1904. Yeah, when she was about 2 years old, die Großeltern, von der Mutter, die Eltern haben sich getrennt. The grandparents on mother's side separated, which was very unusual for that time. Ja, und meine Mutter war dann alleinerziehend und ist irgendwie nach Bückeburg gezogen und hat dort eine Pension eröffnet. Es kann sein, dass ihr geschiedener Mann da mitgeholfen hat, dass sie eine Existenz hatte. Und dort ist Marianne und auch Peggy ist ihre ältere Schwester gewesen. Die sind dort aufgewachsen. Und der Großvater, also der Vater von meiner Großmutter, der war 33 Jahre Hofkapellmeister in Braunschweig. Und das war schon eine große Geschichte für ihn auch, seine Karriere dort als Dirigent am Staatstheater 33 Jahre zu sein. When the parents separated, his mother and her sister went up to Bückeberg to live, raised by only one parent. And the grandfather was a Kapellmeister, he is responsible for the music at the court, and so for 33 years
he was the conductor of all of the music events and the orchestra in Bückeberg oder wo? Bückeburg. In Bückeburg. Nein, also er war in Braunschweig. Oh, he was Das war the in Bellmeister Braunschweig, in das Braunschweig then. Okay. eine größere Stadt, ja. Grandfather. Ja, ja er war auch Schüler von Brahms in Wien gewesen und ist dann aufgrund seiner Vergangenheit und seines Studiums dann eben hauptamtlich dort Leiter von dem Staatstheater in Braunschweig gewesen. Und das ist vielleicht erwähnenswert, dass 1905 hatte er zu Ehren von Kaiser Wilhelm II. Zu Ehren des Besuchs in Braunschweig ein Sonderkonzert gegeben. Und da gibt es auch ein Dokument, was ich hier dabei habe, wie er seiner Tochter, also meiner Großmutter, geschrieben hat, wie stolz er war, mit Kaiser Wilhelm sich eine halbe Stunde unterhalten zu haben nach dem Konzert. So in 1905 approximately, his grandfather, who was the Bellmeister, had a visit from Kaiser Wilhelm, and they spoke for about half an hour. And the Kaiser was so impressed with him, he gave them, this is a copy of the letter that he received, thanking him for the performance, because there was a special performance done for the Kaiser in 1905. And his grandfather apparently had been a student, an ex-student of Brahms in Vienna. Ja, er hatte damals geschrieben, ich mal die Brille aufsetzen. Put my glasses on. Ich lese nur kurz vor, meine Oma hat Gretel geheißen. Liebes Gretel, gestern nach einer Serenade der Gesangsvereine hat der Kaiser mit mir 5 Minuten und heute nach einem Konzert der Hofkapelle in Burg, ich weiß nicht, wie es damals hieß, in Braunschweig, eine halbe Stunde lang sich unterhalten, also mit ihm. Yeah. Grüßend, dein stolzer Vater. Also, So he wrote to his grandmother. No, die Gretel war ihre Tochter. Gretel war die Mutter von meiner Mutter. Ja. Das war seine Tochter. Yeah. So he wrote to his daughter, which was his grandmother. Dear Gretel, yesterday I spoke 5 minutes with the Kaiser, the Emperor, after the choir sang, and today I had a half an hour conversation with him. And so it's something to be proud of. Yes. And then he says, with best wishes, loving wishes. Yeah. Also ich will damit sagen, dass auch Kultur und Musik eine große Rolle gespielt hatte im Haus, auch in Bückeburg, und der Bezug nach Braunschweig, das war immer ein Ereignis natürlich, und dass meine Mutter vor einem kulturellen Hintergrund aufgewachsen ist, auch von der Bildung her. Und es ist verwunderlich, dass die Euphorie, die dann später mit dem Zweiten Weltkrieg aufkam, auch dort aufgefangen war, also und auch getragen wurde. Und auch die Gesellschaft, es war, in Bückeburg war auch der Hochadel präsent. So he wants to just emphasize that here this was a background of culture and music and art, and that in this situation, in this environment, my grandmother grew up. And then later in the Second World War, the euphoric acceptance of
what came to pass is in direct opposition to what was before. In Bückeberg and in Braunschweig, in two different cities. Braunschweig is bigger, but Bückeberg is where you had a lot of nobility, and that's where he grew up. Yes. Ich wurde des Öfteren schon hier gefragt, wann ich das Tagebuch entdeckt habe oder wie lange ich das kenne. Und ich muss dazu sagen, dass ich schon wusste, wie ein Tagebuch. Meine Mutter hat viel geschrieben, also Tagebücher auch. Aber das war zu privat, als dass ich mich da sofort drüber gemacht hätte. Und ich muss jetzt einen großen Sprung insofern machen, dass meine Mutter war 12 Jahre alt, als sie damit angefangen hat. Und ihr Werdegang ist also der Krieg hat ja 1918 aufgehört und meine Mutter ist dann später sie hat einen holländischen Maler kennengelernt und hat 1931 geheiratet und ist mit meinem holländischen Vater, der Maler war, nach Süddeutschland gezogen. Weil, My mother, I've often been asked during this project, when did I discover the diary of my mother? And I knew about it quite a long time, but I never really became involved with it because I just considered it too intimate to read. And then he went on to say about his mother in 1921 met 21 oder 23? 23. Sie hat den Maler kennengelernt. Ja, meinen Vater kennengelernt, es war 1923. So in 1923 she met his father, who was a Dutch painter, and in 1931 they moved to southern Germany. Ja. Ja, ich habe deswegen den Sprung gemacht, weil der Bezug zum Buch war ich war ja noch gar nicht auf der Welt. Und ich bin 1938 geboren, hier in Kolbermoor bei Rosenheim. Und eigentlich hat mich meine Mutter, die aus dem Ersten Weltkrieg kommt und die Erlebnisse hatte, hat mich in den Zweiten Weltkrieg von Hitler hineingeboren. Also, my mother comes from the First World War, and I wasn't born until 1938, so I was born into the Second World War. Yes. But you did read your mother's diary later. Haben Sie später dann das Tagebuch gelesen? Ja, ich habe später gelesen, aber ich bin so konfrontiert gewesen als Kind in den Zweiten Weltkrieg. Ich war ja ein Baby, ich habe das gar nicht mitbekommen und trotzdem habe ich meine ersten 7 Jahre in meinem Leben den Krieg voll erlebt. Also es sind alleine ein Grundstück so groß, dass meine Eltern überleben haben können. Wir haben Ziegen, Hühner und Hunde und Katze gehabt und ein Feld- und Gartenbetrieb. Yes, I read the book, but not until later because during the war, I was a 7-year-old, mostly a child, and we were more concerned with
just surviving. Yeah. Although we had a larger piece of land, so we had things like 10 chickens and cats and other things, so we could survive. Muss Ellen zeigen, das ist das Haus, da war ich, das ist 1937 gebaut worden und ich bin 1938 geboren und es ist etwas unscharf, aber es zeigt, es ist im Land draußen. So this shows you the house in the country. It was built in 1937, and I was born in 1938. It's a little, it's not as sharp as it should be, but you can get the idea. There's a house in the country. Das war die Situation, als ich 4 Jahre alt war. Das war Kriegszeit. This was during the war, and this is when I was about 4 years old, and it shows you the situation. Yes. Das ist mein 6 Jahre älterer Bruder Peter. Yeah. Und hier hatte er war bei der Hitlerjugend und da hat die Jugend einen Schlips bekommen. Ja. So, He got this tie, because he und was das part of war the Hitlerjugend. allgemein so der Brauch. Die Jugend ist gefördert worden, das war die Zukunft. Und das ist meine Mutter, mein Vater und ich am Haus. Und das ist hier in Rosenheim der Wendelstein. Wenn Sie reinschauen, sehen Sie den Wendelstein. You can see that Ja, mountain ja. called the Wendelstein Ja. there in Rosenheim. This was taken in Rosenheim. I'll have to take your Yeah, word for it. that- We've only had the mist and the rain this week. Ja, es gab ja schlechtes Wetter bis jetzt. Wir können es bis jetzt nicht sehen. Ach so, ja. We haven't seen the mountain. Ja. Und das ist das Haus, also in dem wir gelebt Beautiful. haben. Ja, Yes. And this is your house still? Wohnen Sie noch da? ja, immer. Also ich muss dazu sagen, abgesehen davon, dass ich etwa 5 Jahre in München gearbeitet habe, beruflich, im druckgrafischen Gewerbe. Ich wollte Grafiker werden, Maler oder Architekt, also so von allem habe ich was gemacht und bin 5 Jahre in München gewesen, aber ich war immer zu Hause sonst. He only lived 5 years in Munich because of his career, but he always came back. So this is where he's lived most of his life. And you said that the First World War affected your mother. How did it affect her? Was war die Wirkung auf Ihre Mutter aus dem Ersten Weltkrieg? Ja, dadurch, dass wir total konfrontiert waren mit dem Zweiten Weltkrieg, auch Bombardement direkt auf unserem Grund, sind 11 Bomben gefallen. Aber selbst Ihre Mutter, was ist die Wirkung auf Ihre Mutter? Ja, das war furchtbar an für sich. Überhaupt Krieg, wenn man direkt konfrontiert war, es waren ja die Soldaten im Grund, also das war eine ganz andere Situation, weil der Erste Weltkrieg, da wurden die Soldaten als Munition hinausgeschickt und in den Krieg, den ja viele wollten, und hier war der Feind vor Ort und wir waren zu Hause konfrontiert. So in the First World War, it was, soldiers were sent out, and away, and often without ammunition. And when the Second World War came, it was a total confrontation with Yes. this horrible war. Yes. But your mother wrote journal entries in the diary for what's happening today and what's happening the next day? Or did she write what was in her heart in the First World War, in the diary? Was Ihre Mutter geschrieben hat, war das so, was tagtäglich ihr passiert ist?
Also eher Gefühle oder sowas oder einfach Sachtaten? Sachlich. Sachlich. Nein, ein Tagebuch, wie man üblich ein Tagebuch schreibt. Alles, was ihr gefallen hat, wer sie besucht hat und wo sie beim Schlittenfahren war oder Karten gespielt oder getanzt auch. Und das ist wahrscheinlich auch das Interessante an dem Milieu in dem Buch, dass das Alltägliche aufkam, und zwar die Stimmung im Volk, im Land, in der Familie, und das kommt so alles durch. Also ganz alltägliche Dinge, dass man sagt, das interessiert mich nicht, aber das macht es interessant. Wie war die Stimmung im Ort, im Land, unter den Menschen? So what she wrote was just daily life. But you get this sense of what was going on in the population. In other words, the feelings that were coming through. Right. But she wrote about going ice skating, going to dances and things like that. But also, you think that maybe it's not important, but when you get into it, you start understanding the environment. And is there part of the diary that you particularly like to read? Gibt es irgendein Teil, das Sie vielleicht vorlesen möchten? Aus dem Tagebuch? Ja, ich habe zwar schon vorgelesen, aber es gibt mehreres auch, das interessant ist zu zeigen. Says, I already read some parts of the diary, but I'd like to show you some other things that are very interesting. Yes, please. Yes. Zum Beispiel dieser Wohnwagen, den hat mein Vater 1922, also das Auto hat er im Tausch gegen 2 Bilder. Er war damals schon ein bekannter Maler in Holland und er war so talentiert handwerklich, auch kreativ, dass das ist ein Lastwagen vom Müller gewesen, der das Auto verkauft hat, und er hat einen Wohnwagen gebaut und ist mit dem Wohnwagen nach Paris gefahren, also 1920. Es kann sein, dass das der erste Wohnwagen überhaupt war oder von Holland. So this could be perhaps the very first caravan in the entire world. Yes. Because in 1919 he took just an ordinary truck and made a caravan out of it and drove with this to Paris. Oh, 1919. wonderful. Yes. And who is who? This is a mother, my father. Yes. This is the grandfather. This is the father of mother, the architect. Yes. Und this is wir sagen Stiefmutter. Der Architekt hat nochmal geheiratet. Mother-in-law. Probably grandfather, because he married again. And this is Benz or Mercedes, or do you know what type of Ich glaube, es war ein Horch oder so. Ich kann es nicht genau sagen. Also das Auto gibt es nicht mehr. But this car is no longer, this kind of make is no longer No. made. It's like a boat at the top. Yes. Yeah. Es ist eigentlich zu der Zeit ein modernes Auto geworden. So Mit that time it Stromlinienform. Also, und hat form is alles very modern. mit der Hand gemacht Ja. und mit dünnen Brettern, mit Very thin, Nut und Feder. Alles Holz, alles Everything wood. Nut und Feder. Nut und Feder sind die Bretter ganz dünn zusammen. In other words, they're over, in other words, they're fitted. Und mein Very thin pieces of wood fitted very well, Right. not nailed. Yes. Ah. Ich muss jetzt das nochmal, da steht es nochmal eins, auf der Fahrt nach Süddeutschland, auch 1931, in Rothenburg ob der Tauber. So this was taken in Rosenheim on the way towards southern Germany.
And Nederlander? Yes, yeah. Yeah, because he was Dutch, the painter Yes. was Dutch, but he was a creative craftsman as well. Yes. Er kam mit meiner Mutter nach Rosenheim und baute sich das Haus dann. Er hat Land gekauft, hat erst in Rosenheim in einer Wohnung gewohnt und dann das gebaut. Und muss man sich vorstellen, er war mit dem Wohnwagen vor dem Haus gewesen und hatte eine Bauhütte. Er konnte vor dem Haus hier wohnen und hier bauen. Und als er fertig war, kamen dann, der Krieg war im Gange, kam die SS und hat gesagt, oh, Sie sind Holländer, hier haben Sie eigentlich nichts verloren. Und hat gesagt, wir müssen das Auto leider mitnehmen. Und das haben meine Eltern so furchtbar empfunden, weil sie gesagt haben, das ist unser Haus, unser Bleibe und so weiter. Und dann haben sie gesagt, gut, dann lassen wir das Auto da, aber wir müssen den Motor mitnehmen. Und das war 1938. Mein Vater ist keinen Kilometer mehr gefahren. Er hat kein anderes Auto erworben, er hat das auch nicht mehr so gerichtet. Er hat gesagt, 2 Bücher sind seine Lieblingsbücher, die Bibel und Robinson Crusoe. Und das war die Insel, die er gefunden hat. So, und er hat seine Landwirtschaft gehabt und er war Maler gewesen und er hat seine Existenz. Yeah. So, So in 1937, when we were building the house, they lived in this caravan, and the house was a construction zone. And then in 1938, when the Nazis came in the town, they basically said, "Oh, you're Dutch. What are you doing here?" And so they wanted to take the caravan, and then he and his wife pleaded with them, saying, "Look, this is our, bread and butter and our home. You can't take this caravan," because he was also using it to live in until the house was finished. And so they said, "Okay, then we'll just take the engine." So they took the engine. And from that point on, his father never drove again. And he had 2 favorite books he mentioned, Bible and Robinson Crusoe. Yes. Because the island, it was like a make-up island, imaginary, and it meant something to him. My grandfather's favourite book was The Swiss Family Robinson. A little bit like Robinson Crusoe. So sein Großvater hat auch gern, Father's Family, ja. My mother's father. Ja, sein Großvater mütterliche Seite hat auch ein Buch sehr gern gehabt, das war Swiss Family Robinson. Und das ist auch so eine abenteuerliche Geschichte. Parallel, ja. And he was also a driver, like your father. Hat auch In the war and afterwards. Als Beruf war der ein Fahrer, Lastwagenfahrer. Also über Land weg. So he would have loved that Pantechnicon or the caravan, or yes, it looks wonderful. Hätte dieses Caravan oder diese Art Wagen sehr, sehr gern gehabt. Which is why I asked for the make, because my grandfather's photographs look like that, but we don't know who anybody is. On the back it just says Vulcan 120 horsepower or Ford Model J or whatever. It doesn't name the people. So sein Großvater war auch so ein Wagennah und der hat einige Fotos von alten Wagons, aber anstatt
zu zeigen oder nennen, wer da steht. Auf der Rückseite steht immer nur die Marke von dem. Also, ja. Und wie viel Geschwindigkeit, wie viel Power es hat. Ja, das war auch die Zeit, wie viel PS es hat, ja. Ja, wo die Autos erst aufkamen. Das war eben immer etwas Besonderes für Männer wahrscheinlich überhaupt, gell, weil es ja Geschichte ist. For men all over the place, it was something, cars were coming out, different models, so it was something special, especially for men. Yeah. Aber es ist so eigenartig, weil das 1938 mit dem Haus und das Auto und kein funktionierendes Auto mehr und er kein Verlangen hatte, jetzt Auto zu bauen. Er hat am Haus gebaut, er hat einen Stall gebaut, ein Atelier und er ist auf seiner Insel geblieben. Er ist natürlich immer wieder mal nach Holland gefahren, er hatte dort ein Atelier, auch ein Wohnrecht, eine Schwester hat das Haus übernommen in Holland. So my father ended up in kind of an island because, he couldn't drive because and during this time, you couldn't get a motor, so he was left with the house and his atelier and this, car standing in front of the house, but couldn't drive. And of course he went back to Holland every once in a while, but he was basically on his own island. Is he older than your mother? Yes, 12 years older. Yes. Do you know what happened to him in the First World War? The Netherlands was neutral, but was he in the Netherlands in the First World War? Also was ist mit ihm passiert während des Ersten Weltkrieges? Holland war damals in den Ersten Weltkrieg neutral geblieben. Ja. Aber weil der Holländer war, was ist mit ihm während des Weltkrieges? Ja, es ist, soweit ich mich erinnern kann, es ist nicht, er hat von Holland jetzt nicht Bombardierungen oder Krieg oder so, da war Holland, glaube ich, neutral verschont, aber das Thema der Mensch in der Gesellschaft, er war immer philosophisch auch interessiert, er hat auch viel aufgeschrieben, was ihm wichtig war und er hat auch gerade im Zweiten Weltkrieg war er total gegen den Krieg und ich habe ihn Briefe gelesen von meinen Eltern, ich war ja da noch nicht auf der Welt, dass er das Gespür hat, dass von Deutschland aus ein großes Unglück über die Welt kommt. So during the First World War, he wasn't really interested in any of this stuff. He had his own world and, with his own, what he considered to be important. So, and Holland was neutral, so it didn't, bother him in that sense. He wasn't interested. But during this, before the Second World War, before Rainer was born, he wrote, he wrote letters where he was very much against the coming war, and he basically felt that a big misfortune is going to befall the world because of what Germany is doing. Yes. We need to start switching to you now because we're running over time. Können wir mit Alun jetzt anfangen? Ja. Sorry. Ja, das ist nicht so, aber das kann ja auch so gehen. Ja. We do have your story anyway. Yes. We just need to share. Yes. Yeah. Ja. Ich wollte nur das Foto noch zeigen, weil das auch am Haus ist. Ich mit 4 Jahren und mein Bruder mit 10 Jahren, der Vater und die Mutter. Und danach begann erst
der Krieg, der Zweite Weltkrieg, So this also is die letzten Jahre. So this is the picture of myself, my brother, about 10 years old, and my mother and father, and I just wanted to show you these because this was just before the beginning of the Second World War. Yes. Ich wollte das nur noch auf den Punkt bringen, dass für uns und meine Familie und für mich der Zweite Weltkrieg so präsent war und ich den Ersten Weltkrieg erst jetzt wahrgenommen habe, nachdem das so aktuell geworden ist mit 100 Jahren Erster Weltkrieg. Und ich wusste, dass irgendwo meine Mutter ein Tagebuch geschrieben hat. Und das war dann ein Thema erst vor 4 Jahren, dass ich damit begonnen habe. Das wollte ich jetzt nur noch mal sagen. So, to summarize, he wants to make it clear that before this, and it only started about 4 years old with the preparations for the, 100 years celebration of or memorializing the World War I, that it was never a theme for him because, the Second World War was so impregnated in his mind. So when he was preparing for the activities for that 1914 celebration, he started researching and has this diary, but only in the recent past has he even concerned himself with World War I. And for me, it is the opposite. Und für ihn ist das Gegenteil. Ja. May I show you? Ja, ja. Darf ich Ihnen zeigen? This is me, age 10 or 11, Hier bin ich mit 10 oder 11. and these are my grandfathers. Aha. Dies ist mein Großvater. This is my dad's father, Jack. Also väterliche Seite, Großvater. Aha. He died when I was 16, Der ist als 16 war, gestorben. Aha. and this is my mum's father, Aha. Walter. Aha. And Walter died when I was about 26. Und Walter ist gestorben, als Ali 26 war. So Jack, I knew a little bit, So Jack habe ich ein bisschen gekannt, but not a lot about his First World War aber history, wenig über seine Erste Weltkrieg-Geschichte. other than both my grandfathers joined up underage. Aber beide von diesen Großvätern sind als Minderjährige hinein in den Militär. But I knew, In den zweiten, Ersten. in ersten. yes, and Walter was my great companion, my friend, and I didn't know any different. I just asked him every silly question that a kid asks. So Walter war mein Lieblingsverwandter und ich habe ihm einfach allerlei von Fragen gestellt, ohne nachzudenken. So he had time in the army in the First World War, but he never talked to anyone. He didn't tell his wife, he didn't tell my mother. He might have chatted with friends, but that was it. But I didn't know not to ask, so I would ask all these questions. So, And he opened up and he talked about it all. so obwohl mit kein anderer Mensch darüber gesprochen hat, über den Ersten Weltkrieg, hat Walter, mein Großvater, mit mir alles erwähnt, weil ich habe immer allerlei von Fragen ihm gestellt. Blöde Frage, klare Frage, alle. Und er hat nur mit mir über diesen Ersten Weltkrieg gesprochen. Ja, und wann haben die Fragen stattgefunden? Wann war das? When did these questions take place? I would have been anything from 6, 7 years old onwards. Ab dem 6. Jahr. Aha. Ja, wann war das? In welchem Jahr? Das? And which year was that? So that photograph is about 1978. I was born in 1968. And Walter died in 1994. So von ungefähr
sagen wir mal 1974 bis in den 1980, what did you say? 1994. So bis 1994, also gute über 20 Jahre. 1994 Ist er gestorben? ist er gestorben. Er ist alt geworden. Yeah. So he died late. I mean, he died at a late age. Yes, although he had joined very young, but yes, he survived until he was 1996. Yes. Also, obwohl er als Minderjähriger ins Krieg gegangen ist, hat er überlebt in einem ganz alten, also 96 Ja, nicht als wurde er, Soldat wahrscheinlich, sondern er hat es erlebt oder schon auch als Soldat. ja, noch als Jung. als Soldat. Ja, Yes. ja. And then going backwards, this is 1939 or 1938, and these are the men of my village parading because they've become volunteers for civil defence or for the fire service. Ja. And amazingly, this is my mum's dad and my dad's father, and this is 20 years before they met. My dad is 1 year older than you, so my dad would be about 1 or 2, but there they are together, marching together. So das waren 37, 38 und das waren Freiwillige aus seinem Dorf, die für die also Verteidigung der Region. Ja, das war ja früher weit, sagen wir, meist üblich, Freiwillige in den Krieg zu ziehen. Ja, aber nicht unbedingt an den Front, sondern das war für die unmittelbare Gegend, dass man, wie hier, Zivildienst, nicht Zivildienst, sondern ich weiß, verteidigen, also von Kriegsdienst eigentlich, genau. ohne in der Front zu sein. Genau. Ja. And this is my dad's father, Jack, looking very young. But I don't know a lot about his time in the war. Ich weiß wenig über seine Zeit in dem Krieg. But this is my mum's father, Walter. Das ist meine Mutters Vater. And their parents. Ihre Eltern. And this is Cliff. This is taken at the funeral of their brother, their middle brother. So das ist die Beerdigung von ihr Bruder, der mittlere Bruder. So this is Percy, the middle brother, again looking so young. Percy ist dann gestorben. Percy ist gestorben. Das war seine Beerdigung. So he was killed age 19 or 20. Der ist mit 19 oder 20 gestorben. But Cliff was invalided out of the army after many battles, and it was Cliff who wrote that notebook that we were sharing. Cliff ist schwer, also behindert nach dem Krieg. Wegen der Krieg ist er schwer behindert und der hat dann dieses Notizbuch geschrieben. The parents had lost one son. The other son was ill and later died after the war. So die Eltern haben einen Sohn verloren, der zweite Sohn wurde krank und dann ist nach dem Krieg gestorben. And Walter was gassed at the end of the war. Und Walter wurde vergast am Ende des Krieges. And he stayed in France until 1919, but came home ill. Und er blieb in Frankreich bis 1919 und als er nach Hause kam, war er noch krank. Von wem wurde er vergast? Who was he gassed by? The Germans. Germans, yes. In fact, all three brothers were on the Western Front against the Germans.
Ja. Alle 3 Brüder waren den westlichen Front. Aha. Was he ill from the gas? Yes, he was treated when he was aged 25, and part of his lungs and part of his stomach was removed. They told his parents that he would live for about 6 months. Mhm. So, mit 25 musste er ein OP unterziehen, Teil sein Magen und seine Lungen wurden ausgeschnitten, war der von diesem Gas sehr krank. Mhm. Und die Ärzte haben seine Eltern gesagt, er hätte vielleicht 6 Monate zu leben. Deshalb ist er nach dem Krieg gestorben. But he's the one who survived till he was 96. Aber der hat es überlebt und ist bis 96 am Leben geblieben. Bis 1996, ja. Wahnsinn. But he, Mit 96 Jahren und er ist in 94 gestorben. Ach so was, Ja. ja, Wahnsinn, ja. but it affected his life completely. He was going to be a professional footballer, soccer. Es hat seine Frau schwer, es war sehr schwierig für sie, weil der wollte ein Profi-Fußballer sein. Das ist er nie geworden. He never became that. No. And Ja. partially it would have been his health, Mhm. but partially it would have meant leaving his parents. So he was offered a contract in another city, a long way away, Mhm. and he didn't go. Teilweise war es wegen seiner Gesundheit, aber der hatte schon einen Vertrag bekommen, ein Angebot. Aber weil er wollte seine Eltern nicht alleine lassen, weil die haben schon die anderen 2 Brüder verloren, Ja. wollte er das nicht annehmen, weil das wäre weit weg gewesen. But you said about the gas affecting him. The funniest thing for us as children was he couldn't eat warm things and he couldn't eat cold things. So my gran would get his ice cream Mhm. and then put it in the oven and then take it out of the oven for him to eat. We thought that was hilarious. So, es war, also wie wir schon besprochen haben, der wegen seiner gesundheitlichen Geschichte, der konnte weder ganz kalte noch heiße Sachen essen. So zum Beispiel, wenn er Eis wollte, seine Großmutter hat dann das Portion Eis im Ofen gestellt und dann ihm warm serviert, weil er konnte weder heiß noch kalt essen. My grandfather talked to me a lot, and all of his stories are in there. And he survived till he was 96, and he was the last veteran in the area to survive. So, mein Großvater hat mir so viele Geschichten erzählt und die sind alle in meinem Kopf. Ich behalte diese im Kopf. Und als er gestorben ist, war der letzte Veteran in dieser Gegend. So people, historians and teachers, or just normal people would come and ask him questions about the war, about their family or something. So über die Jahre sind Leute zu ihm gekommen, Historiker, Verwandten, und wollten mehr von diesem Krieg wissen. Die haben ihn in spätere Jahre besucht. But always, he would turn it around at some point of the chat and tell them about his best story from the war. Aber manchmal hat er das umgedreht und der hat denen gefragt nach ihrer besten Geschichte aus dem Weltkrieg. Which I will try and tell you just a couple of lines from, because I wrote it down after he died. Und er hat einige von denen seine Lieblingsgeschichte selbst von seiner Seite erzählt. Und jetzt wird er diese Geschichte erzählen. So he was a driver, Der war Fahrer
and Lastwagenfahrer. And he had this one job one day where he was given this amazing uniform, absolutely tailored, what he called poshed up. Also eines Tages wurde dieses Uniform gegeben, also wirklich was Besonderes. Ein Uniform, das bis jetzt nie gehabt hatte. So what I can do is read a couple of lines from this and then maybe pass it to you to read. And I'll only do a couple of lines. So my grandfather says, I then got involved in something I didn't think very much about at the time. I was stationed at Chester, which is in the north of England. While on parade one evening, we were lined up and the corporal started numbering us off from 1 to 10. 1, 2, 3, 4. I was number 1. 8 of us were chosen and put in charge of the corporal and were marched off to the store to get that amazing uniform. They were very fussy about poshing us up, with great attention given as to the fit. Okay. So, das war, als noch im Militär war, beim Militär war. So, die haben also alle in seiner Gruppe gestanden und der Vorgesetzte hat denen dann gezählt, 1, 2, 3, 4 und so. Und sein Großvater war Nummer 1, hat der Lotso, nicht Lotso, Lotze, oder? Der war als Nummer 1 gezählt, okay? Und die haben 8 Männer ausgesucht. Und dann mit seinem Vorgesetzten sind die alle marschiert zu eine Uniform zu bekommen. Aber was ganz Besonderes, diese Uniform war nicht, was sie normalerweise tragen würde. War das eine Auszeichnung, diese Uniform? Wir wissen noch nicht, das kommt, ja. Der wusste nicht, warum das machen musste. Okay? Ja. He asked, why? Was it an award or something? I said, no, it's coming. Yeah. So then they were taken to another room and sworn to secrecy. Und dann wurden sie in ein Nebenzimmer genommen, nachdem sie das Uniform passend angehabt haben. Und die mussten also jetzt absolut also alles geheim halten, was jetzt passiert. Die müssten sogar ein Eid nehmen, dass sie das nicht weiter sagen werden. And the story is very long, but what happened was the king and queen visited the next day, and for that whole day he was footman for the car in the convoy with the king and queen. So, am nächsten Tag, was passiert ist, dass der König und die Königin kamen zu Besuch. Und der sollte als der Footman sein. Und what does a footman do? Opens the door, Okay. salutes. Okay, so ein Footman, so ist es genannt, macht die Tür auf, macht einen Salut und die helfen die Königliche dann in dem Auto hinein. Und für den ganzen Tag, nächsten Tag, war er Footman zur König und Königin. Yeah. So the story is very long, but if anyone came to talk and ask him questions, he would tell them about this day. So, die eigentliche Geschichte ist sehr lang, weil es passierte ein eigenes am nächsten Tag. Aber jedes Mal, wenn Leute zu ihm gekommen sind, um Fragen zu stellen, hat er erstmal umgedreht, das Frage von denen, als Frage an denen gestellt, aber immer hat er diese Geschichte erzählt von seiner Seite. So I feel like I've done my duty to him to tell you that story. Jetzt habe ich meine Pflicht erfüllt und seine Geschichte Ihnen weitergegeben. Out of all the stories I heard from him. Yes. Interessant. The last thing I wanted to show you was at the end of the war,
he came home and he was in a Pierrot troupe. So Pierrot, the clown, Oh, Pierrot. with the ruffle and the thing. And this is just a photograph of him with the slapstick to make the noise. And he would do this for us as children. So he would do some of his routines from the Pierrot. And the Pierrot were to go around the hospitals to the troops and play to entertain them. And in the 1980s... Oh, can you stop for just a second? Yes. I'm running out of media. So, we'll continue, but we can't continue. Run out. Okay. Sorry. Ich erzähle weiter. Just talk and then I'll explain. Did you catch what I said before? I'm really sorry. Yeah, I did catch it. No, I'm tuned so it's all caught up. So, als die nach Hause kamen, war diesmal in so eine Truppe, also Gruppe von Soldaten namens